Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier aus Doktorchens Keller. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Hi-Hat mit einem Modularsystem macht. Das Ergebnis hört sich folgendermaßen an. Und ist Teil des Hänschenkleinen Acid Techno Crossovers. Überlegen wir vielleicht zunächst, welche Module wir brauchen, um eine Hi-Hat zu machen. Wir brauchen einen Klangerzeuger, das wäre in dem Fall tatsächlich Rauschen. Wir brauchen einen Filter. Wir brauchen eine Hüllkurve und einen VCA. Und irgendetwas, das die Hüllkurve triggert. So, ich habe das hier jetzt mal in Rot gepatcht, damit man es ein bisschen besser unterscheiden kann, weil hier jetzt noch ein anderes Element gepatcht ist, ist nicht nur die Hi-Hat. Also, wir schauen. Audioseitig haben wir hier den Ausgang des Noise-Generators mit dem Eingang des Filters verbunden. Ich habe jetzt hier den Bandpass-Out genommen. Mal kurz rein. Ich könnte auch den High-Pass-Out nehmen. Würde beides funktionieren. Dann geht es hier über dieses längere Kabel, hier unten in den VCA und dessen Ausgang geht hier oben in diesen Mixer. So, jetzt haben wir im Grunde zwei Module, wo wir irgendetwas einstellen können, nämlich zum einen Filter und zum anderen Envelope. Am VCA, wie wir sehen, das ist ein ganz einfach gehaltener, können wir an der Stelle nichts einstellen. Schauen wir mal oder hören wir mal oder beides. Also für eine Hi-Hat, logisch, muss die Frequenz relativ weit aufgedreht sein. Ne, also wenn ich das weiter runterdrehe, klingt es weniger nach Hi-Hat. Das nächste, wo man schauen kann, ist Resonanz. Das kann man dann tatsächlich nach persönlichem Geschmack, es gibt ja auch verschiedene Hi-Hats, je nachdem, wie die klingen soll. Jetzt sehen wir hier, dass in diesem CV2 tatsächlich noch ein anderes Signal reinkommt. Was genau macht das? Naja, wenn die Hi-Hat komplett statisch ist, ich ziehe das mal ab. Der Unterschied ist subtil, aber er ist da. Die taumelt jetzt so ein kleines bisschen in der Frequenz. Wenn ich es weiter zudrehe, den Cut-Off, hört man es auch besser. Und das Ganze erreiche ich, indem ich hier oben einen LFO genommen habe, hier reingegangen bin. Das Signal vom LFO ist allerdings nur zugemischt. Ne? Also, wenn man das sehr extrem macht, ist es dann auch wieder weniger geschmackvoll. Aber tatsächlich kann ich empfehlen, solche Sachen zu machen, weil es doch so eine gewisse Würze reingibt. Und wenn eben mehrere so kleine Elemente, so kleine Veränderungen haben, ist das Gesamtbild wesentlich stimmiger, als wenn es extrem statisch ist. Dann haben wir noch die Envelope. Klassische Einstellung für eine Hi-Hat: Attack zu, Sustain zu, Release zu und Decay ist ein Stück auf. Je nachdem, wie weit ich das jetzt öffne, kann ich eben auch so eine Art offene Hi-Hat machen. Die anderen Parameter, wie gesagt, braucht man nicht, weil, wie man hört, ergeben sie relativ wenig Sinn. Also tatsächlich könnt ihr, wenn ihr eine Hi-Hat patcht, irgendeine verkürzte Hüllkurve nehmen. Die muss nicht alle 4 Parameter haben, weil im Regelfall braucht ihr tatsächlich bloß einen. Jetzt wäre noch die Frage, woher bekommt die Envelope ihren Trigger bzw. Gate? Wir sehen, wenn wir diesem Kabel hier mal folgen, das geht hier nach oben in diesen wilden Wust.
Was das genau ist dort oben, schauen wir uns aber tatsächlich beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wenn nicht, war es wenigstens unterhaltsam. Nicht zu vergessen zu abonnieren und vor allem die Glocke zu läuten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar oder natürlich auch beides. Bleibt mir nur zu wünschen, wie immer, gehabt euch wohl.